Ja, ich werde ja wahrscheinlich, das ist meine letzte Saison, die ich spielen werde. Ich gehe zurück nach Österreich, spiele noch die Euro und dann war's das. Ich habe das immer versucht, mich ja nicht zu viel über den Sport zu definieren. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Weil wenn der Sport weg ist, wer bist du dann? Ich finde, so eine Entscheidung wächst ja in einem und irgendwann spürt man das ja auch im Bauch und man spricht es nur noch nicht aus. Und dann redet man natürlich mit der Family, mit Freunden und so weiter und dann habe ich einfach schon so gemerkt, okay, das ist es jetzt. Ich habe 10, 15 Stunden in der Woche gearbeitet, habe noch daneben Leistungssport betrieben und das war einfach zu viel und ich habe gemerkt, ich will mehr arbeiten, ich will nicht mehr trainieren, ich will mehr arbeiten. Und dann war es auch eigentlich wieder klar, ja, dass die Euro sozusagen ein schöner Abschluss sein kann. Und ja, und jetzt freue ich mich eigentlich auf die Euro, auf den Abschluss und dann, was danach kommt. In Österreich ist es für uns natürlich umso schöner, dass doch eine Europameisterschaft nach Österreich gekommen ist. Weil wir uns natürlich auch schwer getan haben, die letzten Jahre uns für große Ereignisse zu qualifizieren. Austria was a big nation back in the 90s when they were winning bronze medals in the European Championships and the World Championships. But since then, I'm afraid no Euros for them, and so this is a really special occasion to be back. One of the key players for Austria will be Sonja Frey. Ich komme aus Wien, hier ist meine Familie, hier ist auch ein gewisses soziales Umfeld. Und die Stadt an sich ist natürlich auch sehr toll. She's one of Austria's most successful players. She's won the championship in Germany, in Denmark, in a glittering career going from big club to big club. But now she's back with Hypo, the most successful club in the history of Austrian handball, and hoping that she can take another title there with her new club. Hypo, the champions of Austria, were in their heyday in the 90s as well, and they won the Champions League 8 times back then. Ja, Hypo hat auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Tradition und ist ein Kultclub schon. Am Freitag waren ja immer die Champions-League-Spiele. Das war hier in der Halle natürlich immer Wahnsinnsstimmung, wenn Hypo gespielt hat. Da sind wir dann nach dem Training schnell hergefahren, haben uns irgendwie reingeschlichen. Die Eltern haben zahlen müssen. Wir sind da irgendwie meistens durch die Hintertür rein und sind dann da auf den Treppen gesessen oder so. Das waren dann hier schon ein paar coole Spiele. Ich hoffe, dass natürlich wir auch noch auf die junge Generation ein bisschen eine Wirkung haben, wie vielleicht damals die Hypo-Spielerinnen auf uns hatten. Aber ich denke, man muss auch realistisch sein, es ist einfach nicht mehr dasselbe. Früher war Krafttraining für mich die Hölle, also wirklich die Qual. Aber jetzt langsam hat man da schon seinen Weg gefunden und es ist auch einfach notwendig. Und irgendwann wird das dann einfach Routine. Mir kann eh nichts passieren, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Und je älter man wird, desto mehr denkt man vielleicht dann drüber nach und hat man vielleicht noch mal
Zweifel, würde ich es vielleicht nennen. Und wie ich jünger war, war das für mich ein bisschen einfacher alles. Ich kann mir die zwei gar nicht trennen und würde vielleicht sogar die mentale Stärke ein Stück höher ansiedeln als das Krafttraining, weil ich glaube, Kraft kann man schon leichter vermitteln als mentale Stärke. Irgendwo ist sicher was anderes. Ja, liebe Sonja, ich gebe euch einmal Energie mit, ich gebe euch Kraft mit, ich gebe euch Willensstärke mit und einfach, ihr sollt einfach an euch glauben. Was gebe ich? Was bin ich bereit am Feld zu lassen? Was bin ich bereit zu laufen? Bin ich bereit, diesen letzten Schritt zu machen? Schaffe ich es nochmal, einen draufzusetzen? Schaffe ich es, kühlen Kopf zu bewahren? Diese kleinen Momente entscheiden ein Spiel. Zusammen seid ihr noch viel stärker wie ich zum Beispiel, ich alleine. Und was auch wichtig ist, dass das Publikum dann bei euch ist. Dass wir alle brennen. Genau, dass alle brennen. Die müssen brennen, die müssen wirklich brennen da oben in Innsbruck. Das machen wir. The final in Vienna is going to be really special. This is actually the first time that Austria has hosted a major women's championship. 10 Jahre lang hat sich Österreich nicht qualifiziert und das habe ich alles mitgemacht. Und von dem her ist es jetzt für uns wahnsinnig toll, dass wir in Innsbruck spielen dürfen. Und hoffentlich kommen wir nach Wien.